Wir kaufen heute den Action leer. Zumindest ist das der Plan. Wir fahren in Urlaub in 1,5 Wochen und mir wurde gesagt, wenn man Mitte November wiederkommt, dann gibt es keine Weihnachtssachen mehr. Deswegen dachte ich mir so, okay, wir müssen vorher nochmal zur Action und gucken, was es an coolen Weihnachtssachen gibt. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe keine Weihnachtskarten mehr, ich habe kein Papier mehr, ich habe keine Geschenkband mehr, nichts. Ich habe alles letztes Jahr verbraucht, deswegen lohnt sich das diesmal. Ich freue mich und gucken mal, was wir so finden bei Action und machen mal einen kleinen Bummel. Und am Ende gibt es natürlich... Ich finde ja schon immer diese ganze Abteilung mit den Farben so cool und die Pinsel alleine. Also hier findet man echt so viel, um im Herbst kreativ zu sein. Alleine wie schön sind diese Pinsel, bitte. Guckt euch das mal an. Die glitzern einfach so krass schön. Mega. Also es gibt auch richtig viele Acrylfarben und so. Die haben ja auch immer so richtig coole Stempel. Alleine wie schön. Guckt euch mal diesen Blumenstempel an. Oder auch hier. Auch richtig süß. Oh mein Gott, die Weihnachtsabteilung. Oh Gott, es gibt so viele Sachen, ne? Ich muss mich erstmal in Ruhe hier umschauen. Aber es gibt ja immer so viel Auswahl. Und ich hoffe, es gibt schon richtig viele so Geschenksachen und so. Ich brauche auf jeden Fall Geschenkpapier und so. Oh mein Gott, wie coole Boxen es gibt. Also zum Geschenke einpacken ist ja die einfach schon mal richtig cool. Richtig nice. Ich glaube, die nehme ich mit. Ich glaube, wenn man ein Geschenk hat, wo man nicht weiß, wie man es einpacken soll, dann tut man es einfach in so eine coole Box. Und dann hat man eine coole Verpackung. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Es gibt auch noch so eine grüne. Die ist auch cool, finde ich. Die finde ich auch schön, aber die ist so ein bisschen kaputt oben. Ich glaube, ich nehme die rote mit. Ich glaube, ich finde die rote richtig schön. Oder die hier. Ich glaube, die ist besser. Die ist ein bisschen schlichter. Mit dem Männchen hier oben drauf. Die finde ich schön. Die nehme ich mit. Ich finde, es gibt bei Action immer so schönes Geschenkpapier. Und so viele fragen mich immer nach so Anhängern und solchen Sachen. Aber hier findet man einfach alles. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr gar nichts mehr. Und wie schön sind die bitte? In so Gold. Hübsch, ne? Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Was ist besser, rot oder grün? Was nehmen wir lieber? Ich finde grün irgendwie besser. Ich auch. Ja, ne? Ja. Grün ist besser. Dann gibt es auch immer richtig schönes Washi-Tape. Finde ich auch richtig cool eigentlich. Aber ich glaube, ich brauche keine Washi-Tape, weil ich habe so viel Washi-Tape. Für alle, die nicht einpacken können. Ich sag's dir, entweder so Boxen oder so Tüten, ne? Die sehen noch richtig süß aus. Und die sind halt nicht so teuer, ne? Weil ich glaube, Geschenktüten kosten teilweise irgendwie 4 € oder so. Also, das finde ich zu krass. Aber die sind doch richtig süß. Ja, noch richtig süß verschenken. Ich finde, die haben ja auch immer so schöne Weihnachtskugeln. Ne? Mich fragen immer so viele, wo ich so diese fancy Kugeln her habe. Aber die ist ja alleine schon richtig schön. In dunkelrot. Aber die haben auch so richtig große. Ich finde, die große sehen an Bäumen auch immer richtig schön aus. Oder halt so Verzierungen hier. Hier unten mit richtig viel Glitzer. Auch richtig schön. Rosa. Ich weiß, dass auch viele richtig gerne rosa an Weihnachtsbäumen mögen. Ihr könnt ja mal schreiben, in welcher Farbe euer Weihnachtsbaum dekoriert ist jedes Jahr. Bei uns ist der einfach bunt. Ich glaube, bunt trifft es ganz gut. Aber tatsächlich gefällt mir diese hier richtig, richtig gut. Auch so zur Deko. Muss ja gar nicht in den Weihnachtsbaum. Aber kann man ja auch so irgendwie mit dekorieren. So im Haus. Die ist eigentlich auch schön. Ja, aber die gefällt mir echt. Was mit der? Wow, die ist auch voll schön, oder? Einer meiner Favorites ist ja eigentlich auch diese Deko-Abteilung. Ich weiß noch nicht, was wir suchen, aber das ist ja bei Action immer so. Ich finde diese Körbe richtig, richtig, richtig schön, ne? Ich finde die richtig schön, aber ich weiß nicht, wohin damit. Ich möchte sie kaufen und einfach irgendwo hinstellen, obwohl ich nicht weiß, wohin damit. Aber das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, oder? Nein, ich weiß. Aber schön sind sie. Schön sind sie. Aber wir könnten einen mitnehmen. Doch, wir könnten einen mitnehmen. Doch. Oh, die ist ja richtig groß. Oh, süß. Auch voll gut. Kann richtig viel verstauen. Die ist schon schön. Hier habe ich auch noch ein paar Sachen gefunden. Und zwar so, wenn ihr was basteln wollt, so Weihnachtspapier. So ein richtiger Block mit richtig viel Papier. Ist auch richtig cool. Gibt noch ein zweites. Kann man bestimmt auch richtig kreativ so Karten selber machen und so. Hier gibt es auch noch ein Malbuch und alles Mögliche. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich weiß noch nicht so genau, was es ist, aber sieht aus wie so kleine Mini-Wok oder so ein Mini-Pfannen, wo man braten kann. Aber Mini-Raclette geht sowieso immer. Also falls ihr das sucht, das ist echt nicht teuer. Das finde ich ganz cool. Oh, ich freue mich schon auf die Raclette-Zeit. Das sieht so lecker aus. Hier, diese Teller, danach hatten so viele gefragt in meiner Insta-Story. Finde ich so cool für Kekse. Gibt es auch noch in verschiedenen Farben, so als Stern. Finde ich auch ganz cool eigentlich.
Und das ist übrigens auch perfekt so für so Muffins oder so. Finde ich auch richtig süß, wenn man das irgendwie mitbringt. Gibt es auch in verschiedenen Farben, da hinten noch in Rot. Auch ganz cool. Also ich muss sagen, es ist zwar nicht so die krasseste Auswahl dieses Jahr bisher, aber schon ein paar coole Sachen. Ich habe doch fertige Karten gefunden. Voll gut, so mit Gold. Es gibt auch noch ein paar andere Designs, hier mit Silber oder Roségold, bisschen schlichter. Es gibt natürlich auch so fancy Karten jedes Jahr. Mit so einem Wackelding. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Ich glaube nicht, aber in echt sieht man es. Ich liebe ja auch diese Küchenabteilung. Richtig cool finde ich übrigens diese für so Pommes zum Servieren. Gibt es in Roségold, in Schwarz und in Gold und in Silber natürlich. Die finde ich auch mal richtig cool. Das kommt auch so gut an bei Gästen, wenn ihr da Pommes reinmacht. Glaubt mir, das sieht so cool aus und die sind auch überhaupt nicht teuer. Die hier habe ich schon bei der Insta-Story bei jemandem gesehen. Die finde ich auch richtig cool. Zum Beispiel diese roten, also diese kleinen, wie soll ich das sagen, das sind so Tonschalen oder beziehungsweise so Schalen, die man in den Ofen tun kann. Bis maximal 200 Grad, da kann man so, keine Ahnung, Quiche drin machen oder irgendein so Mini-Auflauf, halt so eine Einzelportion. Das ist relativ klein, aber gibt es in verschiedenen Farben, finde ich auch richtig cool. Zeit für ein Haul! So, ich finde es eigentlich auch mal ganz cool, so ein bisschen mehr so Vlog-Style. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das besser findet so, dass ich euch heute so ein bisschen mitgenommen habe und jetzt euch ein Haul mache oder ob ihr es besser findet, wenn ich so ein Sit-Down-Video mache von meiner Lichterkette, könnt ihr mal schreiben. Aber wir schauen jetzt mal, was ich hier drin so gefunden habe. Also als allererstes die Weihnachtstüten. Ich habe es euch ja gesagt, manche Sachen kann man so schlecht einpacken und ich finde auch diese Papierverschwendung unnötig. Und Tüten, also ich schenke Leuten immer coole Tüten, wo ich weiß, dass sie die wieder nutzen. Weil ich hatte mal eine Freundin, oder ich habe eine Freundin, nichts gegen sie, aber die hat die Tüte am nächsten Tag als Müllbeutel benutzt. Und ich fand es so sad, ne? Es war so eine schöne, teure Tüte. Ich glaube für 3 Euro. Danach war ich so sad. Nein. Auf jeden Fall habe ich diese coole Tüte hier einmal gefunden. Die habt ihr ja schon gesehen. Oh, das sieht auch richtig schön aus, gerade im Licht. Genau. Dann gab es auch noch solche, so ein bisschen aus einem anderen Material. Fand ich auch richtig süß, hier mit dem Nussknacker. In dem dunkelgrün. Ich glaube, damit kann man auch gut was anfangen. Und noch so eine rote, die finde ich auch schön mit dem Weihnachtsbaum, mit dem weißen Band. Genau, also wie gesagt, kann man auch mal edel verschenken. Kommt immer gut an und ja, da braucht man sich dann keine Gedanken machen. Was auch cool ist, ist dieses Seidenpapier, ne? Wenn man das einfach nur da rein tut und dann das Seidenpapier so oben rausguckt. Falls jemand weiß, wo ich sowas finde, das gab es jetzt bei Action bei mir zumindest nicht, kann ja noch kommen. Da schreibt ihr das mal, aber die finde ich auf jeden Fall richtig schön und ich freue mich darüber. So, machen wir weiter und zwar habe ich euch das hier schon gezeigt und zwar ist das so ein Set mit hier Geschenkband, solchen Glocken und solchen Anhängern. Jeweils 5 Anhänger von beiden Sachen und auch 5 Glocken. Gab es in richtig vielen verschiedenen Farbkombinationen, aber ich fand das rote richtig schön mit dem Gold. Ich bin allgemein ja so ein Goldtyp, das wisst ihr ja. Könnt ihr auch mal schreiben, lieber Gold oder Silber, bei allem möglichen. Bei mir ist alles Gold, also von Deko, Schmuck, alles. Aber ich konnte mich im Nachhinein nicht entscheiden und habe mich dann auch noch für die grüne Version entschieden. Finde ich auch richtig schön. Oder was anderes, ich habe erst grün genommen, dann rot, ne? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hier auch nochmal mit den goldenen Bändern, den Glocken und den schönen Anhängern. So, dann will ich ja eigentlich selber Weihnachtskarten machen. Ich zeige euch auch gleich, was ich dafür gekauft habe. Aber ich habe mich auch für dieses Kartenpaket entschieden, weil wir wollen dieses Jahr echt einigen Leuten eine Karte schreiben, die wir auch länger nicht gesehen haben, weil wir sind ja umgezogen dieses Jahr, wisst ihr ja. Und da haben wir doch einige Leute, die wir immer mal besuchen wollten, kennt man ja, Nachbarn und so, ne? Aber das macht man dann irgendwie nie, wenn man nie Zeit hat. Und ich glaube, den schreiben wir dieses Jahr mal eine Karte. Und hier ist so ein Set. So sieht es aus. Und wir können mal gleich das aufmachen. Da sind auf jeden Fall richtig schöne Karten, finde ich, bei. Gab es auch so viele Farbkombinationen. Wow, schick. Das habe ich gut ausgesucht. Und dann haben wir hier noch diese hier. Okay, die ist gar nicht so krass weihnachtlich. Die könnte man auch, ja, die finde ich, könnte man auch sonst benutzen. Und diese hier, die finde ich auch richtig schön. Das sind hier übrigens jetzt 25 Karten mit Umschlägen jeweils. Ne? Da sind die Umschläge bei. Das ist natürlich super. Also da ne? Dann sieht das direkt edel aus. So, dann die Box. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier jetzt nochmal genauer. Also wir haben hier oben den Nussknacker. Und dann kann man die so aufmachen. Ja, und dann was reintun. Ich fand die jetzt vom Muster her so am schönsten. Gab ja aber echt viele. Und ja, also wie gesagt, für so Sachen, die man einfach nicht einpacken kann, auch cool, eine Tasse reinzutun und dann so ein bisschen Süßigkeiten und sowas. Sieht das einfach direkt edel aus, ne? Muss man einfach sagen. Außerdem durften diese 2 Dinger mit. Also das sind ja so, wie nennt man denn das? Ofenschalen. Ja, so kleine Ofenschalen. Ich kann die ja mal auspacken. Diese, ich habe mich jetzt für blau entschieden. Es gab weiß, rot, grün. Aber bei dem Grün gab es nur noch eine gute. Und ich habe mich jetzt für das Blau entschieden, weil ich das auch sehr, sehr schön fand. Also so sehen die aus. Und dann kann man die hier oben so zumachen. Was drin machen wie Feta mit Tomate, Öl und ein paar Kräutern. Einen Augenblick im Ofen. Das sieht nicht nur edel und schick aus, wenn man es serviert, sondern es schmeckt auch unfassbar gut, wenn man das im Ofen macht. Und ist natürlich nachhaltiger als Alufolie zu benutzen.
Passen übrigens 0,2 Liter rein. Dann dürfte noch diese Kugel mit. Die finde ich nämlich immer noch richtig schön. Ich finde auch solche Kugeln, auch so kleinere, kann man perfekt als Deko an Geschenken dran machen. Also man muss ja nicht das Geschenk mega aufwendig verpacken, aber man kann ja auch was Schlichtes nehmen und dann eine Kugel dran machen. Oder man packt so einen Stoff ein oder so. Wollt ihr dieses Jahr so ein Einpackvideo mit so Einpack-Hacks? Schreibt es mir in die Kommentare, hatte ich richtig Bock drauf, im Dezember sowas zu machen. Auf jeden Fall habe ich noch was, und zwar das hier. Das ist dieser coole Block hier, beziehungsweise ja, dieser Block mit den ganzen verschiedenen Papieren. Daraus will ich Weihnachtskarten machen. Problem ist, ich habe nichts gefunden, was ich draufkleben kann, wo ich drauf schreiben kann. Weil ich muss ja auch irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? So, dass es halt Weihnachtskarte heißt sozusagen. Also falls jemand da eine Idee hat, sagt mir mal gerne. Vielleicht kennt ihr irgendwas von Action. Schickt mir auch gerne Fotos auf Instagram oder so, wenn ihr wisst, wie ich daraus was machen kann. Aber die Papiere, die dabei sind, sind richtig schön. Also das zum Beispiel stelle ich mir als Karte auch mega nice vor. Das hier ist auch cool. Das ist jetzt nicht so meins. So ein schlichtes Karo-Muster haben wir hier noch. Das ist natürlich auch cool. Da hat man natürlich das Problem, wenn man die einzeln ausschneidet, dass man dann halt, ja, dann könnte man halt so eine einzelne Karte daraus machen und hinten drauf schreiben. Das ist eigentlich auch ganz nice. Und wenn man das zum Beispiel dann hier oben locht und dann mit Geschenkband an Geschenk macht, so mit goldenem, dann sieht das auch richtig cool aus, ne? Also wie gesagt, man kann da so kreativ werden. Und es war jetzt halt nicht teuer, also es ist deutlich günstiger, als wenn man jetzt irgendwie einzelne Karten kauft. Also kann ich auch sehr empfehlen. Gab noch eine zweite Version davon. Gibt es auch immer ohne Weihnachtsmuster, ne? Also mit verschiedenen Pappen. Das war's auch schon. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich finde das im Vlog so ein bisschen lockerer. Also da kann ich mehr so reden, wie ich halt auch mit einer Freundin reden würde und nicht so, ja, wie soll ich das sagen, ne? Wenn man halt ein Video vor so einer Riesenkamera dreht, dann ist man halt so ein bisschen ernster. Aber ihr könnt gerne mal sagen, was ihr besser findet. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt und natürlich meinen YouTube-Kanal hier abonniert. Da findet ihr jede Woche mindestens 2 Videos. Kostenlos ist natürlich alles. Und es kommt im November auch richtig viel. Unter anderem meine Adventskalender-Ideen. Könnt ihr euch freuen. Das drehe ich auf jeden Fall. 30 Ideen, um den Adventskalender zu befüllen. Also da wird was für euch dabei sein, falls ihr noch nicht alles habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!